der wilde, bergige Nordwestrand Griechenlands mit dem mächtigen Pindusgebirge. Wie ein Rückgrat verbindet es hier die Regionen Epirus und Westmakedonien miteinander. Doch die typisch griechische Postkartenidylle, die sucht man hier vergebens. Dafür geht es in dieser unberührten Bergwelt bis zu 3000 Meter in die Höhe und bis zu 1000 Meter in die Tiefe. Und die Straßenführung, die besteht hier nur aus Kurven und Kehren. Zwischendrin einsam gelegene Dörfer, zu klein, um sie auf üblichen Landkarten zu finden. Fast alle diese Dörfer hier besitzen Mahnmale. Gedenkorte an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Gedenkorte an die Opfer brutaler Überfälle durch die deutsche Wehrmacht. Damals kamen die Deutschen nicht als Touristen, sie kamen als Besatzer. Und die umliegenden Dörfer wurden zur Zielscheibe brutaler Vergeltung. Unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung ermordeten Hitlers Truppen Tausende von Zivilisten und brannten ihre Häuser nieder. Märtyrerdörfer heißen sie heute, und das Wissen über die blutige Spur der Wehrmacht in dieser Region ist in Deutschland nach wie vor so gut wie unbekannt. Wie eine Leerstelle im Buch der Geschichte. Και από όλο το χωριό μόνο 5 σπίτια έμειναν όρθια, τα άλλα πέσαν όλα κάτω. Όποιον έλεγε πάμε και κάτω. Μετά έρχεται η μάνα μου και λέει «Σηκωθείτε γιατί κάηκε το χωριό». Meine Reise beginnt dort, wo viele Reisen in Griechenland beginnen. Am Hafen in Igoumenitsa. Und direkt nach der Hafenausfahrt beginnt die Autobahn. 670 Kilometer durch Nordgriechenland bis an den Bosporus. Wenn du auf diesem Asphaltband bleibst, dann rauscht alles an dir vorbei, was diese Gegend ausmacht. Und die unzähligen Tunnel, die versperren dir noch dazu den Blick auf diese karge und wilde Bergwelt mit ihrer Geschichte. Doch wenn du dann runterfährst, dann merkst du, wie ursprünglich und wild diese Region ist. Ich bin mitten im Herzen des Vikos-Aros Nationalparks unterwegs. Hier endet die kurvenreiche Nebenstrecke mitten auf einem Parkplatz. Nur ein paar Schritte und ich stehe am Rande einer der tiefsten Schluchten der Welt, der Vikos-Schlucht. Fast senkrecht fallen hier die Kalksteinwände rund 1000 Meter in die Tiefe. Ein unwegsames Gelände, wie geschaffen für die gezielten Attacken und raschen Rückzüge der griechischen Partisanen. Erst kämpften sie erbittert gegen Mussolinis Soldaten und später dann gegen die deutschen Truppen. Und Hitlers Soldaten? Sie entwickelten eine regelrechte Paranoia. Jedes Bergdorf war irgendwie ein Widerstandsnest und musste von den Partisanen gesäubert werden. Was folgte, waren willkürliche Hinrichtungen, auch an Frauen, Kindern und Greisen. Damals zynisch Sühnemaßnahmen genannt und heute nachgewiesene Kriegsverbrechen. Ein Zufall hat mich vor 2 Jahren auf die Spur der Märtyrerdörfer gebracht. Mein Freund Carsten nahm mich zu einem seiner beruflichen Termine mit. Eine Gedenkfeier für die Opfer in einem der kleinen Dörfer. Er selbst war in seiner Funktion als stellvertretender Generalkonsul der deutschen Vertretung vor Ort eingeladen. Und ich bin stolz darauf, dass Sie mich mit eingeladen haben, teilzunehmen, zu erinnern an die Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg.
Und hier habe ich erlebt, wie präsent diese traumatischen Erlebnisse auch nach 80 Jahren im Leben der heutigen Bewohner immer noch sind und wie wenig wir über dieses dunkle Kapitel wissen. Dann wollte ich wiederkommen und mehr über die Schicksale dieser Dörfer erfahren. Ich komme in Arta an, Hauptstadt der gleichnamigen Region. Hier treffe ich Katharina. Sie ist unsere Projektpartnerin und für unsere Reise immens wichtig. Hallo. Hallo Katharina. Willkommen, Alexander. Dankeschön. So, Willkommen. toll, Dankeschön. Toll, dass du uns begleitest. Wunderbar, Ja, das mache sehr ich schön. gerne. Sie dolmetscht, kennt ständig wen und hat immer eine Idee, die uns weiterbringt. Ja, sehr schön. Du hast uns einen schönen Platz zum Treffen ja, ausgesucht. natürlich. Das ist das Symbol unserer Stadt, die Ja, Brücke von Arta. Die Brücke von Arta. Der Fluss Sarachtos ist dieser Tage flussaufwärts aufgestaut. Das Bachbett wird regelmäßig vom Geröll befreit, das die Fluten aus den Bergen mitreißt. Arta war damals einer der vielen Stützpunkte der deutschen Wehrmacht in dieser Gegend. Und auch von hier wurden die Befehle für die Mordaktionen in den Dörfern erteilt. Und genau hier planen wir auch unseren ersten Besuch. Es geht nach Kataraktis, ein 200-Seelendorf auf 800 Meter gelegen, mitten im Sumerka-Gebirge. Weit weg von den ehemaligen Frontlinien und auch mittendrin im Feuerrauch des Zweiten Weltkriegs. Immer tiefer führt mich Katharina in diese abgelegene Bergwelt hinein. Die Straßen sind namenlos, der Asphalt rissig und von vielen Wintern gezeichnet. Diese schmalen Provinzstraßen und die wackeligen Telefonmasten, sie scheinen die einzige Verbindung zwischen den kleinen Dörfern zu sein. Je tiefer wir ins Sumerka-Gebirge kommen, umso mächtiger erscheinen hier die Berge. Als ob hier jemand die Erdkruste einfach hochkant gestellt hat. Wir erreichen das Kloster der heiligen Katharina. Hier oberhalb von Kataraktis stößt mein Freund Carsten und seine Frau Imke zu uns. Geschafft, super. Hallo, willkommen. Hallo, lieber Carsten, grüß dich. Hallo, mein Lieber. Auch wenn er als Vertreter des deutschen Generalkonsulats von vielen Märtyrerdörfern eingeladen wird, Kataraktis kannte er selber auch noch nicht. Zu viele Dörfer wurden hier in der Epirus-Region von der Wehrmacht überfallen. Da vorne kannst du dich hinstellen. Es waren über 340. Die großen Massaker in Distomo mit 218 Toten oder in Komeno mit 317 Toten, sie werden als Orte mit hohen Opferzahlen geführt. Doch wer sagt, was hoch ist? Wenn ein Ort nur 50 Einwohner hat und davon die Hälfte ermordet werden, sind das etwa keine hohen Opferzahlen? Ihre Schicksale gehen meist namenlos in einer Statistik unter. Kataraktis liegt mit seinen 200 Einwohnern direkt am Sumerka Bergmassiv. 1943 wurde es von Hitlers Truppen fast in Gänze niedergebrannt. Die offiziellen Vertreter des Dorfes begrüßen uns auf dem Dorfplatz. Neben mir sitzt ein kleiner drahtiger Greis. Dies muss der Überlebende sein, wie ihn Katharina nennt, um uns besser zu orientieren. Yorgos Philippas, 91 Jahre alt und letzter noch lebender Zeitzeuge aus Kataraktis.
Όποιον έβρισκαν, μπαμ και κάτω. Με χρυζό τα γυαλάδια, ένα κομμάτι γυαλάδια, 20 γυαλάδια, τι τσέφτηκαν. Μπαμ όλα τα φράψα κατά Απίστευτη ψέμη, ένα άτομο το τσάκουσαν εδώ και το φόρτωσαν χώμα και το πάνε με κρουσπηλιά του Χρήστο Φασιώτη. Ναι, στο ΣΥΤΑ πέρασε, ναι, και εκεί τον εκτέλεσαν με φορτωμένος χώμα. Αυτό είναι ένα γάτο, τον κρύψε εκεί για τον πράξει, μια γάτα. Όλα αφού έκαψαν τις εκκλησίες και αυτά τα άλλα και τα ζώα μωρέ, και τον κόσμο. Είναι ο κόσμος κοντά έρθει χειμώνας. Πού να πάνε. Αυτού άλλοι στις πλές έμνησκαν άλλοι και τι να φάνε. Neben ihm seine Frau Vasiliki, damals 3 Jahre alt, ein Kleinkind, eingewickelt in eine Decke. Der Jahrestag des Überfalls steht in ein paar Wochen an. Und die Dorfvertreter übergeben dem Konsul, wie sie ihn nennen, eine offizielle Einladung für diesen Tag. Und sie laden euch ein? Und das ist die Einladung eigentlich für dieses Jahr? Sehr schön. Ich bin sehr berührt und freue mich, diese Einladung auch persönlich erhalten zu haben. Und wie gesagt, ich werde sehen, dass das Generalkonsulat vertreten sein wird. Dann bekommen wir noch CDs mit Interviews Überlebender und ein Buch über die Geschichte des Dorfes überreicht. Also Interviews mit 13? Ja, Interviews von den Zeitzeugen. Also das heißt Zeitzeugen-Martyrien. Yorgos Philippas nimmt als letzter Überlebender des Massakers einen besonderen Platz in der Dorfgemeinschaft ein. Das ist ein Star hier in Kataraktis. Τι να το κάνουμε. Εγώ είμαι από την Ελάτη. Ελάτη. Ναι, από εδώ. Ναι, woher ich stamme. Να είσαι καλά, παιδάκι. Χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Seit 2018 ist Kataraktis als Märtyrerdorf anerkannt. Es hat seine Zeit gedauert, bis die Historiker nachweisbar belegt haben, was hier am 26.10.1943 passiert ist. Kataraktis will nicht nur ein Dorf sein, wo Schreckliches passiert ist. Das lässt sich in der Dorfchronik nachlesen. Vielmehr will es ein sichtbarer Teil der Erinnerung an den deutschen Terror im Zweiten Weltkrieg sein. Und der offizielle Status als Märtyrerdorf, der hilft dabei sehr. Dann besiegelt Yorgos Philippas unser Versprechen, wiederzukommen, mit einem kräftigen Händedruck. Und der wirkt nach. Oh, der hat einen Händedruck, das ist unglaublich. Und das in dem Alter von über 90. 91, das ist... Ja. Du, ich spüre das jetzt noch. Das ist unglaublich, welche Hat er Kraft das der nur bei Mann uns Männern gemacht oder bei euch? Auch bei mir. Wir sind zurück am Kloster und der Abt mit seiner wallenden schwarzen Kutte empfängt uns. Μεγάλη τιμή και χαρά περιποιεί σε εμάς η σημερινή σας παρουσία στο ιστορικό και ευλογημένο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Er stellt sich als Mitrophanis Zionis vor, der den 300 Jahre alten Wallfahrtsort der heiligen Katharina seit 2008 behütet. Für die Besatzer war auch dieser Ort ein Partisanennest, erzählt er uns. 2 Bomber starteten morgens in Janina und der Tagesbefehl lautete, das Kloster zu zerstören. Die heilige Katharina, sagt er, die hat diesen Ort damals beschützt. Ενώ ήταν ηλιόλουστη ημέρα, ένα σύννεφο απλώθηκε με θαυμαστό τρόπο πάνω από τη Μονή και το χωριό και τα αεροπλάνα δεν έβρισκαν το στόχο τους.
Το θαύμα αυτό χαράχθηκε βαθιά μέσα στις ψυχές και την συνείδηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων. Katharina und er kennen sich schon sehr lange und er ist mittlerweile ein Freund der Familie. Dann frage ich ihn spontan, ob er nicht Lust hat, mit uns eine kleine Motorradtour zu unternehmen. Doch er lehnt schmunzelnd ab. Θα με γράψουν σε όλες τις εφημερίδες. Το βιώνουμε συνέχεια γιατί έρχονται να δουν τους καταράκτες επάνω. Για τον αγαπητό μας κύριε Πρόξενο, κρασάκι από τα Τζουμέρκα. Und dann verabschieden wir uns herzlich voneinander. Und es gibt noch üppige Gastgeschenke mit auf dem Weg. Μετά της οικογένειας του, λοιπόν αυτά δικά σου. Και αυτά να πούμε για την υπόλοιπη ομάδα από ένα. Τα παιδάκια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Am nächsten Morgen geht es früh weiter. Es geht nach Lingiades. Ein kleines Dorf oberhalb von Ioannina, der Hauptstadt der Epirus-Region. Auf dem Weg dorthin überqueren wir den Baros-Pass. Seit 2013 gibt es diesen grau-schwarzen Belag hier oben. Der Pass wird seit Jahrhunderten als Transitkorridor durch das Pindusgebirge genutzt. Bis 1912 verlief hier sogar die griechisch-türkische Grenze. Lingiades. Ein kleines Bergdorf auf 900 Metern Höhe an der Südseite des Mitsikeli-Bergmassivs. Hier oben sitzt du wie auf einem Balkon und schaust fast erhaben auf Ioannina herunter. Von einer kleinen Insel im See aus wurde das Dorf am 3. Oktober 1943 zuerst unter Beschuss genommen, dann kamen die Wehrmachtssoldaten den Berg hoch. Sie ermordeten ohne erkennbaren Grund für die Dorfbevölkerung 82 Frauen, Kinder und Greise und zerstörten anschließend ihre Häuser. Der Balkon, so nannte der griechische Filmemacher Chrysanthos Konstantinidis auch seinen Film, den er über das Massaker von Lingiades gedreht hat, seinem Heimatdorf. Το φιλμ μιλάει για την καταστροφή του χωριού, των Λιγιάδων. Είμαι από αυτό το χωριό, η καταγωγή μου. Τους κάψανε όλους, 4 αδέρφοι μου και ο παππούς μου 5 άτομα. Κάπου πέθαμε και βρήκαμε ένα κρανίο. Γιατί δεν τους μαζέψαν όλους, γιατί τους σκοτώνουν από εδώ και από εκεί. Der Film, so sagt er mir, ist ein Dokument der Trauer vor dem Hintergrund des Überfalls. Teilweise zum ersten Mal hören die Nachgeborenen die Erinnerungen der Überlebenden. Und die damaligen Zeugen, sie brechen ihr Schweigen nach all den Jahren. Για μένα αυτό σε αυτήν την ηλικία των 7-8 ετών ήταν από τις πρώτες φορές που άκουγα από τη γιαγιά μου ότι ο άνθρωπος σκοτώνει άλλον άνθρωπο. Πώς δεν θυμάμαι, σαν ανοιχταίνει, σαν ανοιχτέμπιντι. Γερμανοί, έρχονται οι Γερμανοί. Όσους βρήκαν εδώ οι Γερμανοί, τους εκτέλεσαν. Και αυτό λειτουργήσε και ψυχολογικά, στην ψυχολογία μου σαν μια διετέλεση του πένθους που είχα για αυτό το γεγονός, το οποίο είναι ένα πένθος το οποίο διαγενεολογικά μεταφέρεται και σε επόμενες γενιές.
Wir treffen uns mit allen Dorfbewohnern auf dem zentralen Platz vor der Kirche. Hier befindet sich die Gedenkstätte für die Opfer des Massakers. Heute hat sich das Dorf zusammengefunden, denn es wird einmal im Jahr der Opfer gedacht. Dieses Massaker war, wie so viele, bis vor einigen Jahren selbst in Griechenland, nicht wirklich bekannt. Dann beginnt Moses Elisaf, der Bürgermeister von Yanina, mit seiner Gedenkrede. Πανοσολογιότατε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, εξοχότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Schnell wirft er Fragen auf, die jetzt, da wieder Krieg in Europa herrscht, aktueller denn je sind. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε, σε τι συμβάλλουν αυτές οι επέτειοι και γενικεύοντας να αναρωτηθούμε ποια είναι ή τι οφείλει να είναι η κουλτούρα της μνήμης και ειδικότερα η κουλτούρα της τραυματικής μνήμης. Und am Ende seiner Rede bringt er seine Fragen mit einer Antwort auf den Punkt. Κάθε εποχή χρησιμοποιεί το οπλοστάσιο της ιστορίας για να νομιμοποιήσει τις όποιες επιλογές του δικού της παρόντος. Το χρέος μας σήμερα είναι οι επιλογές από το παρελθόν να υπηρετήσουν το μέλλον μας και κυρίως το μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Die Kriegsverbrechen in Lingiades sind historisch gut erforscht und die Tat genau rekonstruiert. Sogar die Namen der Täter sind bekannt. Das erzählt uns Alekos Raptis, Historiker aus Yanina, der die hier verübten Kriegsverbrechen zusammen mit dem Rechtshistoriker Christoph Schmink-Gustavus erforscht hat. Έχω διαπιστώσει και έχω καταγράψει ότι η πρώτη ορεινή μεραρχία ορεινών καταδρομών Edelweiss το 1943 και το 1944 έχει καταστρέψει σχεδόν 340 χωριά. Die erste Gebirgsdivision Edelweiss, eine Eliteeinheit der Wehrmachtstruppen, die 1938 in Mittenwald gegründet wurde, hat hier in dieser Gegend die meisten Kriegsverbrechen verübt. Er erzählt weiter, dass Josef Salminger, Chef der gleichnamigen Kampftruppe, auf einer nächtlichen Heimfahrt in einen von Partisanen geplanten Hinterhalt geriet. Είχαν κλείσει το δρόμο, είχαν κόψει τα τηλεγραφόξυλα, τα έχουν ρίξει κάτω στο δρόμο και βρήκα τη γερμανική αναφορά ενός λοχαγού Άισλ που έκαψε και αυτό στα χωριά που έλεγε ότι τέντωσαν 4 σύρματα χάλκινα από τα τηλεγραφόξυλα στο δρόμο και τους κόπηκαν τα... Sein Kommandeur Hubert Lanz forderte daraufhin in seinem Tagesbefehl, diesen ruchlosen Banditenmord, wie er ihn nannte, in einer schonungslosen Vergeltungsaktion zu rächen. Und 2 Tage später wurde dieser Rachebefehl im kleinen Dorf Lingiades bestialisch in die Tat umgesetzt. Foukas Christos, Bewohner des Ortes, berichtet uns ebenfalls von den Ereignissen. Ήρθαν εδώ πέρα, περικυκλώσαν το χωριό όλο, συγκεντρώσανε τους χωριανούς όλο σε αυτή την τοποθεσία που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ακριβώς εδώ. Πήραν τις γυναίκες και τα παιδιά, τα χώρισαν σε 3-4 ομάδες και τα έσπροχναν και τα πήγαιναν μέσα στα σπίτια. Τους περισσότερους τους σκότωσαν μέσα σε αυτά τα σπίτια χρησιμοποιώντας ατομικά τουφέκια ή πιστόλια. Heute ist zweifelsfrei bewiesen, dass die Opfer hier in Lingiades nichts mit dem Widerstand der Partisanen zu tun hatten. Und dass so wenig Männer unter den Opfern waren, lag daran, dass die meisten an diesem Tag auswärts auf Walnussernte waren. Εκεί μαζεύανε καρύδια, αυτά τα πράγματα, όλα καλαμπόκια, όλα από εκεί για να έρθουν από εδώ και γλιτώσανε οι μισοί. Ο πατέρας μου ήταν και αυτός, ήταν εδώ.
Das ist Kostas Papas, der ehemalige Dorfvorsteher. Auch er spricht mit uns, kommt jedoch schnell auf den Punkt. Φτάσαμε τώρα μετά στο σημείο για να θέσουμε και για τις αποζημιώσεις. Reparationszahlungen. Eine Reizvokabel direkt aus dem Giftschrank der deutsch-griechischen Beziehungen. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε επιτακτικά να μην σταματήσει η διαδικασία για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και οφειλών. Immer wieder flammt dieses Thema auf. Und es gibt Ereignisse, die diese Diskussion verstärken. Die Jahre der Finanzkrise zum Beispiel. Oder der Besuch des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck 2014 hier in Lingiades. Όταν ήρθε και ο Γκάου εδώ, πρόεδρος της Γερμανίας τότε, ας έτρεχε και το δάκρυ κόμπλο. Έτσι. Δηλαδή, επειδή το κάνουν ως να σταματήσουμε να διεκδικούμε. Und der Bürgermeister von Janina, wie steht er zu dem Thema? Ξέρω ότι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων δημιουργεί τριβές και τάσεις στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και θα ήθελα να μην κατά κάποιο τρόπο συγχαίουμε αυτές τις ημέρες μνήμης. Sind zwei unterschiedliche Dinge, die man auch trennen muss voneinander und nicht miteinander vermischen. Ακριβώς, αυτό πιστεύω. Das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das sitzt bei den meisten Nachkommen der Opfer sehr tief. Und für viele unter ihnen sind Entschädigungszahlungen die einzig mögliche Antwort. Das Schicksal von Lingiades wurde im Nachkriegsdeutschland ausgeblendet. Die Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht kleingeredet und die Täter nie vor deutschen Gerichten zur Rechenschaft gezogen. Als einziger Deutscher wurde im Rahmen des Nürnberger Prozesses General Hubert Lanz 1948 zu 12 Jahren Haft verurteilt. Und zwar für alle Verbrechen der 1. Gebirgsdivision Edelweiß. Schon 1951 war Lanz wieder auf freiem Fuß. Er trat in die FDP ein und wurde ihr Berater in militär- und sicherheitspolitischen Fragen. Kein einziger der anderen Täter ist jemals vor bundesdeutschen Gerichten schuldig gesprochen worden. Und alle anhängigen Ermittlungsverfahren wurden halbherzig geführt, verschleppt oder eingestellt. Λήξη τελετής, σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Wenn Vergessen also das Ziel hat, die Täter zu schützen, dann war das Nachkriegsdeutschland damit erfolgreich. 71 Jahre nach dem Massaker von Lingiades bat der damalige Bundespräsident Joachim Gauck am 7. März 2014 um Verzeihung für die Verbrechen der Deutschen. Es war das erste Mal, dass ein Repräsentant Deutschlands den Kriegsopfern mit Empathie begegnet ist. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Αυτά τα πράγματα να βρίσκονται, να ακούγονται, να τα ακούν οι υπόλοιποι. Έτσι ακριβώς. Βέβαια. Ναι. Και να τα διηγούνται, να λένε, να δεν μας ξέχασε κανένας, είμαστε εδώ. Und dann lädt uns Kostas Papas noch zu einem Psipero ein. Gerade dann, wenn es kontroverse Themen gibt, wie bei den Reparationszahlungen, dann hat der Trester-Schnaps das Zeug, die Menschen zusammenzubringen. Zumindest für ein paar Gläser. Am nächsten Morgen verabschieden wir uns von Katharina. Als Lehrerin wird sie in der Schule gebraucht. Ja, schade, dass du jetzt gehen musst. Ja, leider. Ja. Wir hätten dich noch gut brauchen können, jetzt auf den nächsten Kilometern, die wir hier noch vor uns haben. Ich wäre gerne mitgekommen, aber ich muss leider zur Schule. Und für uns geht es weiter in Richtung Norden nach Westmakedonien. Ein kleiner Schlenker hinter Metsovo nach Osten und wir sind am Katara-Pass. Die Passstraße schlängelt sich einsam und verlassen über den 1700 Meter hohen Gipfel. Einstmals eine bedeutende
Gewartet wird hier oben schon lange nicht mehr. Die neue Autobahn hat alle Fahrzeuge aufgenommen. Ich denke an die Rede von Moises Elisaf zurück, den Bürgermeister von Janina. Und an die Fragen, die er zu Beginn aufgeworfen hat. Krieg hinterlässt nicht nur Zerstörung und Tod, sagt er, sondern auch tief gespaltene Gesellschaften. Und das hält an, trotz der Zeit, die ins Land geht. Und der Frieden, der bleibt in dieser ganzen Zeit brüchig. Die einzige Gemeinsamkeit ist die traumatische Erinnerung. Jahrestage sind so gesehen Entlastungstage, sagt er. Denn da kommen die Menschen zusammen, die Trauer bekommt ihren Platz und die Hoffnung auf Gerechtigkeit wird gestärkt. Es dämmert bereits, als wir in Lechowo eintreffen. Ein kleines Dorf in den nordgriechischen Bergen. Irgendwie weit ab von der Welt da draußen. Hier treffen wir Yorgos Tsoutsos und den ehemaligen Ortsvorsteher Panagiotis Kolkas im einzigen Hotel des Ortes, dem Monopati. Yorgos ist Allround-Talent des Dorfes. Und er spricht Deutsch. Ja, ich sage mal so, ich habe in Berlin in einem Supermarkt gearbeitet, kurzer Zeit. Ich war, wie gesagt, als Elektriker, habe ich ausgelernt. Aber er ist nicht der Einzige aus dem Dorf, der in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Waren ja viele, die ausgewandert sind, fast 400 Leute aus unserem Dorf nach Deutschland gegangen. 400 aus diesem einen kleinen Dorf? Genau. Auch Pantelis und Yorgos haben lange in Deutschland gearbeitet. Die waren als Kinder hier zusammen, aber in Deutschland haben sie in andere Firmen gearbeitet. Genau, das hatte er schon erklärt. Genau. Wir treffen beide morgens zufällig beim Frühstück. Und ihre Erinnerungen an Deutschland? Viel Regen. Viel Regen. Immer Regen. 2 Stunden Arbeit, 3 Stunden Regen immer. Yorgos Cousine Sula hilft uns heute beim Übersetzen. Ihre Mutter kommt zufällig vorbei. Auch sie hat ihr halbes Leben in Deutschland verbracht. Oh, das ist meine Mutter, die in Deutschland lebt. Γεια σας, Γερμανοί τα παιδιά. Mutter von der. Ja, die Mutter von Tula. Und hat große χρόνια in Deutschland gearbeitet? 33 Jahre. 33 Jahre? Auch in Berlin? In Moabit, okay. Die Bürgermeister von Berlin, wenn gehen die alle schreiben in Bulgar. Ja. Das ist meine Mutter, Eloisa. Was ist diese Lechowo? Ist eine große Stadt. Ja, ja. Viel Lechowo. Von wo bist du? Lechowo. Alle kamen aus Lechowo. Lechowo wurde von den Deutschen 1943 ganze 3 Tage besetzt. Auch hier, wie in den meisten der betroffenen Dörfer, das gleiche Muster. Einfallen, morden, niederbrennen und abziehen. Lechowo hatte dann aber doch irgendwie Glück gehabt. Hier gab es am Ende weniger Todesopfer als in den anderen Märtyrerdörfern. Wir treffen Apostolos Thomas in der Nähe des Dorfplatzes. Hat Arbeit in Deutschland. Ah, okay, sehr schön. Πόσα χρόνια? 20 Jahre. 20 Jahre in Deutschland. Ja, 1930 ist er geboren. Kann er sich... Ich bin 93 Jahre jetzt. 93? Apostolos war als 12-Jähriger bei den Angriffen der Deutschen dabei. Kann sich also noch gut an den Grund erinnern, warum es Lechowo nicht so hart getroffen hat. Οι αντάρτες στο βουνό περπατούσαν εκεί στο βουνό απάνω και οι Γερμανοί ήταν μέσα εδώ στο χωριό. Οι αντάρτες βλέπανε τους Γερμανούς. Και ο αρχηγός εγώ δεν σκοτώνω Γερμανούς για να μην κάνει ζημία στον πληθυσμό, στον κόσμο. Και δεν μας σκοτώσανε, μόνο κάψαν το χωριό. Trotz dieser Gräueltaten, in seiner Rückschau trennt er die Deutschen, die das Dorf überfallen haben, und das Deutschland, in dem er gelebt und gearbeitet hat. Ich auch, war in Deutschland so lang, überall, Stuttgart, Frankfurt, Berlin,
Mannheim, Schwetzingen. Για δουλειά παντού. Ναι, όχι, πήγαινα, δούλευα εκεί. Δούλευες. Δούλευα και κάναμε και κύκλους. Γίναμε σε γλέντια που γυρότανε. Wir besuchen Anastasia Prapavesi, eine rüstige 95-Jährige. Alexandros, guten Tag, hallo. Anastasia Prapavesi. Kolonia. 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 Ich bin Frankfurt. Frankfurt, auch schön, sehr schön. Viel schön. Auch sie schildert Ähnliches. Einerseits ist der Überfall und die bittere Armut in ihren Erinnerungen noch sehr präsent. Μετά έρχεται η μάνα μου και λέει «Σηκωθείτε γιατί κάει και το χωριό. Brot nix, Wasser nix, Essen nix, was machen?» Τώρα ησύχασε, φλόγα. Πάει η μάνα μου, εμείς τη φωνάζαμε «Μάνα, μη πας γιατί θα καεί». «Όχι», έλεγε η μάνα μου, «εσείς να είστε». Andererseits erinnert sie sich auch sehr gerne an die gute Zeit zurück, die sie in Frankfurt verbracht hat. Αλλά πολύ σεν, πολύ καλή. Περάσαμε τόσο. Όταν έφυγα, όταν ήρθα στο Γκρέχελαν, βάινε. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Την ηλικία σου θυμάσαι πολύ καλά. Θυμάμαι όλα. Γιατί γύρισες αφού ήταν ωραία εκεί? Δεν μπορώ, θα πήγαινα και μια φορά. Με στείλανε κόμμα Αναστάσια. Δεν. Deutschland όλο Regen. Και εδώ τα ίδια, αλλά εκεί έκαμε περισσότερο. Ασέν. Dirkje und Luise begleiten uns schon den ganzen Tag über. Beide absolvieren hier gerade ein freiwilliges soziales Jahr. Der Jugendaustausch, so merken wir, ist ein weiteres Zeichen für die enge Verbindung Lecherwos zu Deutschland. Also ich bin Luise, ich bin 18, ich komme aus Leipzig und ich mache gerade Freiwilligendienst hier in Lecherwo. Ich bin Dirkje oder Dula und ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Amsterdam, den Niederlanden und ich mache auch einen freiwilligen Dienst hier. Wie würdest du die ersten 8 Monate jetzt zusammenfassen? Ziemlich cool. Es ist auch schwer manchmal, weil es ist ein kleines Dorf und es ist die Leute kennen einander alle und es ist ziemlich schwierig, da reinzukommen. Okay. Aber wenn du da reinpasst, ist es wirklich schön, weil die Leute sind so nett. Ich finde eigentlich alle Menschen, ob jetzt junge Menschen oder alte Menschen, alle versuchen mit dir zu reden, alle versuchen dich zu integrieren. Du wirst teilweise auf der Straße von Leuten angesprochen und zum Kaffee eingeladen, die du gar nicht kennst. Es wird einem relativ leicht gemacht, sich irgendwie gut einzubringen und Kontakte zu knüpfen. Ja. Und ich habe angefangen, jetzt auch mit alten Leuten zu arbeiten und Hausbesuche zu machen bei den Yayas hier. Yaya heißt Oma, die teilweise über 90 Jahre alt sind und weil hier ja alles sehr steil und bergig ist, teilweise Probleme haben mit dem Einkaufen. Genau, und das wollen wir ein bisschen ausbauen. Besucht, genau, einen haben wir eben besucht und die reden auch sehr gerne und die haben sehr gerne Gesellschaft, weil sie oft auch wenig Familie noch im Dorf haben. Hast du kommen, nachher. Bitte trinke Kaffee. Ah, okay. Ich bin noch nicht so lange hier, um da viel sagen zu können. Ich glaube aber, dass vor allem jetzt aus meiner Sicht in Deutschland, wenn man drüber redet, sehr, sehr viel gemacht werden kann, weil ich gemerkt habe, dass alle Menschen, mit denen ich drüber gesprochen habe, die teilweise sehr erstaunt waren, weil sie nicht wussten, was passiert ist. Und ich glaube, da ist einfach super viel zu machen und da hilft es einfach, wenn hier Leute herkommen und wenn irgendwie ein Austausch stattfindet und Projekte, auch Austauschprojekte organisiert werden, weil es so immer mehr Leute gibt, die darüber Bescheid wissen, darüber reden. Beide führen uns weiter durch den Ort, zeigen uns die Kirche und das kleine Dorfmuseum, gut gefüllt mit Gebrauchsgegenständen aus dem Dorfleben der letzten 300 Jahre. Wir stoppen an einem Schild am Dorfplatz. Es zeigt eine Karte der Umgebung mit Wanderwegen. Die Bergmassive hier rund um Lecherwo sind durchzogen von alten Partisanenwegen. Und es gibt 4 unterschiedliche Wanderwege. Man kann das wagen. Das sind alle sehr schön. Hast du gemacht schon? So noch nicht alle. Ich habe bis Asproja gewandert und bis Limnogori. Aber das möchte ich noch gerne machen. Rund um das Dorf verlaufen die Path of Peace, die Friedenspfade, ein Projekt des Kulturvereins.
Eine geschickte Kombination aus Erinnerungstourismus und Naturerleben. Geschichte braucht einen lebendigen Bezug, sonst bleibt sie in den Geschichtsbüchern stecken. Ein Weg, der auf Begegnung setzt, auf Gespräch und Verstehen, steigert die Chance, etwas besser zu machen. Da sind sich die Lechowiten sicher. Und das geht auf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Vielen Dank. Komm zurück. Bis demnächst, genau. Denn fernab von Hass und Schuldzuweisung lädt das Dorf immer wieder Deutsche ein, die Kriegszeit gemeinsam aufzuarbeiten. Und das Ganze gepaart mit der Herzlichkeit dieser Menschen hier draußen in den Bergen, das macht Lechowo für uns zu einem ganz besonderen Ort. Gute 70 Kilometer vor Igoumenitsa erreichen wir unser Ziel. Wir sind in Paramytia, einer Kleinstadt im Nordepirus. Das Mahnmal liegt etwas außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe. Und hier treffen wir am nächsten Morgen Babis Pandelis, ein Lehrer aus dem Ort. Auch wenn die Gräueltaten in den besuchten Dörfern derselben willkürlichen Besatzerlogik folgten, die Mahnmale sind alle unterschiedlich, führt Babis aus. And these are the pictures of the execution. Wir schauen auf 49 Schwarz-Weiß-Fotos. Allesamt Männer, Priester, Lehrer, Ärzte, wichtige Unternehmer aus dem Ort und ihre Kinder. Genau hier wurden sie erschossen. Was auch hier interessant ist, ist die Altersspalte von 16 Jahren ja, oben bis 61. 61. Ja. Eine kamalbanische Miliz, die mit den Deutschen paktierte, erschoss diese Gruppe unter der Aufsicht eines deutschen Unteroffiziers in der Nacht zum 29. September 1943. Sie wollten die Vertreter und Intellektuellen der griechischen Gemeinschaft loswerden, um ihren Einfluss in der Region zu erhöhen. Der örtliche Bischof Dorotheus versuchte noch in Janina den Nazi-General Lanz zu überzeugen, die Hinrichtungen abzuwenden. Doch die Paramilitärs bekamen Wind davon und handelten daraufhin schnell. Dieses Massaker war also nicht nur eine der perfiden Sühnemaßnahmen der Besatzer, sondern eine Trittbrettfahrt von einer Gruppe nationalistischer Milizionäre. Das ist die Fortsetzung. Ja, ist genau das Gleiche. Ja. Über 924. 70, der älteste offensichtlich. Ja, das ist 70. Die Rückreise steht langsam an. Und Carsten zeigt in seiner Karte auf eine große Bucht und sagt, da muss ich noch unbedingt vorbeifahren. Am Ambrakischen Golf, der hat hier eine Zufahrt, ist also vom offenen Meer erreichbar. Der Ambrakische Golf. Ein Naturparadies, nur ein paar Kilometer entfernt. Wir nutzen die verbleibende Zeit für eine ausgedehnte gemeinsame Etappe entlang der Küste. Und hier zeigt dieses Land eine weitere Facette seiner landschaftlichen Vielfalt. Dann der letzte gemeinsame Stopp. Ein herzlicher Abschied von meinen Freunden und ich biege nach Osten ab. Am späten Nachmittag erreiche ich den Ambrakischen Golf. Um mich herum eines der größten Feuchtgebiete des Balkans, mit direktem Zugang zum Ionischen Meer. Und hier in dieser weiten Lagunenlandschaft atme ich durch. Nach dem Abzug der deutschen Besatzer war Griechenland ein Trümmerfeld.
Über 30.000 Opfer. 1.600 Dörfer und Kleinstädte zerstört und über 60.000 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger deportiert. Und die wenigen Überlebenden schwer traumatisiert. Mir fallen Worte von Noah Flug ein, einem Holocaust-Überlebenden. Erinnerungen, sagt er, sind wie Wasser. Sie sind nicht nur lebensnotwendig, sondern sie suchen sich auch ihre eigenen Wege in immer neue Räume und zu anderen Menschen. Dabei haben sie kein Verfallsdatum und sind auch nicht per Beschluss für beendet zu erklären. Und doch, selbst wenn wir regelmäßig an die Schrecken des Krieges erinnert werden, erst die persönlichen Begegnungen, die machen das Ausmaß wirklich deutlich. Die Gründer der Friedenspfade in Lechowo, die hatten eine, wie ich finde, grandiose Idee. Was wäre eigentlich, haben sie gefragt, wenn alle ehemaligen Frontlinien in Europa zu Friedenswegen würden? Dann wären nicht nur Abertausende von Städten und Dörfern miteinander verbunden, sondern auch die dort lebenden Menschen. Und das wäre doch mal eine richtig gute Friedensaktion für Europa.